Wir sind seit über 2 Jahren auf Reise durch Südamerika. Derzeit sind wir in der Kolonie Independencia in Paraguay. Die Geschichte von Independencia ist seit über 100 Jahren geprägt von deutschen Einwanderern. Und wenn du glaubst, sie hatten es einfach, dann täuschst du dich. Wir hören von Erfolgen und Rückschlägen. Und einmal ist sogar alles bis auf die Grundmauern abgebrannt. Ist alles verbrannt. So, wir sind auf dem Weg zur Geschichte Independencias, kann man sagen. Also Independencia gibt es ja nur schon Independencia gibt es jetzt mittlerweile seit 106, dieses Jahr seit 107 Jahren, also schon wirklich lange. Und wer über die Geschichte Independencias reden möchte oder darüber was erfahren möchte, der kommt an den Altkolonisten nicht vorbei. Das Hotel Tylinski in Independencia ist ja eine absolute Institution. Und die Familie Tylinski war eine der ersten, die hier in Independencia gelandet sind. Und wir treffen uns jetzt mit denen oder mit dem Familienoberhaupt der Tylinskis. Ja, freuen wir uns aufs Interview. So, angekommen. Wir sind im Hotel Tylinski. Wir sind mit Bernie hier am Tisch. Danke erstmal, Bernie, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung. Kein Problem, nichts. Ich bin hier zu Hause, ja. Du musstest ja nicht raus sozusagen. Nein, ich musste nicht woanders hingehen. Ja. Das war kein Problem. Ja, das passt ja. Wie lange ist deine Familie schon hier in Independencia? Seit wann seid ihr hier, die Tylinskis? Mein Vater kam 1923 das erste Mal nach Paraguay. Wow. Wow. Seit 1906 gibt es die Kolonie hier? Oder seit wann gibt es die? Seit 1919 wurde die Vermessung gemacht hier in der Kolonie Independencia. Alles klar, ihr seid also 4 Jahre, nachdem die Vermessung überhaupt erst stattgefunden hat, seid ihr schon angekommen. Unglaublich. Dann war das auch alles noch Regenwald? Das war noch alles Urwald hier oder was war das? Ja, hier gab es noch gar nichts. Unglaublich. Null. Also wirklich Wiese oder was war das? Wald? Weißt du das noch? Kannst du das noch sagen? Gibt's da Bilder Ja, von? wir sind als Kinder noch auf dem Pferd durch den Wald geritten, wo es nur so Schneisen gab. Ach, schön. Kaum, dass man gerade so durchkam mit dem Pferd, ja. Also es ist natürlich auch kein Auto, sondern da ist man dann wirklich noch mit dem Pferd unterwegs. Auto gab es ja keins. Und wirklich unglaublich. Und Nachher schon, sagen wir, Ende der 40er Jahre, dann kamen die ersten Traktoren und die ersten kleinen LKWs hierher, ja. was war der Grund, wenn ich fragen darf, warum deine Familie damals Deutschland verlassen hat? Nach dem Ersten Weltkrieg gab es wohl in Europa nichts mehr. Viele Leute sind nach Afrika und ein Teil halt nach Südamerika. Klar. Sind bis Argentinien gekommen, von dort Buenos Aires oder auch in Uruguay, Montevideo, sind dann mit dem Zug weitergefahren bis eine Stadt, die hieß Villarrica oder heißt Villarrica, die gibt es heute hier noch, ist unsere Nachbarstadt. Und dann sind sie mit dem Ochsenkahn bis hierher gekommen. Mit dem gesamten Mobiliar, was sie mitgebracht haben? Die haben eine Seekiste gehabt, weil es gab ja kein Flugzeug noch nicht. Es war ja alles, sie kamen ja mit dem Schiff. Klar. Und da hatten die jeder eine Seekiste sozusagen? Eine Seekiste oder zwei, drin? ja, wo sie vielleicht eine Achse oder eine Säge drin hatten. Und damit war es aber auch schon. Also das heißt, ihr mit viel Fleiß eigentlich aus dem Nichts all das, was hier ist, am Anfang erstmal aus dem Boden gestampft. Ne? Ganz genau. Es hat einen Stadtplatz, wo ihr sicher schon gehört habt, wo Stadtplatz heißt, ja, wo man immer noch sagt, Planta Urbana hier oben. Dort haben die Leute eigentlich einen Hausplatz bekommen, um die Vermessung nach. Ja? Und dann ein Stück Land. Als Einzelperson 10 Hektar, als Verheirateter 20 Hektar. Damit hätten sie eigentlich ihr Anfang gehabt oder anfangen müssen, um nachher später das auch zu bezahlen an dem Staat, das Land. Ja. Okay, das wurde also sozusagen erst zur Verfügung gestellt und später hat man es dann bezahlt, über die Jahre hinweg dann abbezahlt. Ja, die meisten haben wohl erst nach 50 Jahren bezahlt oder die Enkel oder die Kinder von den Leuten haben das wohl dann
nachher mal ihre Papiere gemacht oder dass sie ihre Titel bekommen haben für dieses Land. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Das ist ja sozusagen wie der wilde Westen. Ja? Also, was damals noch möglich war, heutzutage, klar, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Aber es war halt auch niemand hier. Es gab noch Pumas, Jaguare, hast du erzählt, glaube ich, ne? Wilde Tiere, Wildschweine, alles möglich. Alles, was es nur an Wild gegeben hat. Rehe, was sie auch dann geschlachtet haben für ihren also um zum Essen. Klar. Ja. Sei es ein Wildschwein oder ein Reh, da haben sie dann ihre Küche mit aufgebessert. Ja klar, dann gab es endlich vernünftiges Fleisch. Ja? Ja. Weil am Anfang hat man ja keins gehabt. Keine Kuh, kein nichts. Ja, Ja. wo keine Wiese, da keine Kuh. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Die Bäume müssen ja erst weg, damit die Kühe überhaupt erst grasen können. Klar. Ja. Du hast mir auch erzählt, also dein Vater ist Mitbegründer der deutschen Schule hier. Also ohne die Altkolonisten gibt es ja vieles gar nicht hier von den Dingen, die hier heutzutage die Leute nutzen. Ne? Es gab vor dem Zweiten Weltkrieg schon 2 Schulen, wo eigentlich deutsche Schulen waren. Mhm. Und im Zweiten Weltkrieg, dann wurden die geschlossen. Mhm. Die durften dann nicht mehr arbeiten dort. Und 1956 ist mein Vater Mitgründer vom Deutschen Schulverein geworden. Ja. Mhm. Haben sie wieder einen Schulverein gemacht oder gegründet und haben dann nachher eine Schule gebaut und haben dann wieder die Schule so langsam vorwärts gebracht. Also es gab sozusagen vor dem Zweiten Weltkrieg gab es schon mal eine Schule hier. Die wurde dann sozusagen das Recht der Schule entnommen durch den Krieg. Ja. Und aber was ich mich frage, wenn ich das fragen darf, auf der einen Seite hat der paraguayische Staat sozusagen die deutsche Schule geschlossen, aber auf der anderen Seite habe ich gehört, gab es hier die erste Hitlerjugend in Independencia. Wie passt denn das zusammen? Wie das mit der Hitlerjugend war, das weiß ich nicht so genau. Das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Ja. Dass es gegeben hat, ja, das war so. Ja. Die Deutschen waren halt arbeitsam und dadurch haben sie auch nicht verboten, dass sie hier sein durften. Ja. Ja. Sie haben ja eigentlich nichts gemacht. Ja, sie sind Nein, ja die haben gearbeitet. Genau. Ja. Haben was aufgebaut aus dem, wo nichts war. Genau. Ne? Mit viel Schweiß und Tränen. Ja. Das ist eben der Punkt. Also euer Hotel, wie lange habt ihr das jetzt hier? Seit wann gibt es das Hotel? Seit 1942. 42. Und das ist einmal abgebrannt alles hier, ne? Komplett, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? 1972 ist es bis auf die Wurzeln abgebrannt. Und dann haben wir wieder vom Frischen angefangen. Ja. Also du hast mir erzählt, du warst gerade nicht da zu dem Zeitpunkt. Was ist da Nein. passiert? Weißt du noch was darüber? Ja, wir waren Kegeln gefahren. Das war, glaube ich, sogar das erste Kegeltreffen, wo wir hatten, eigentlich im Süden, nach Hohenau. Und wir sind am Donnerstag hier weggefahren, weil es gab ja noch keine Straßen, also das war ja alles Erdweg, ja. Sind da runtergefahren, weil wir mussten dann kegeln wohl Freitag und Samstag. Und wo wir zurückkamen, es gab ja kein Telefon oder Verbindung, dass man gewusst hat, die Bude ist abgebrannt, ja. Jetzt muss man sich mal vorstellen, kommst nach Hause, ist nicht mehr da. Und dann kam ich am Sonntagnacht nach Hause und da war hat es nur noch geglimmt. War dein gesamtes Eigentum da auch mit drin? Also in dem Alles. Alles, ja? Alles, was wir hatten, sozusagen, ob das Wäsche, Geschirr oder was auch alles war, ja, ist alles verbrannt. Alles. Da braucht man sich wenigstens keine Gedanken mehr darüber machen, ob man sich irgendwelche Dinge aufhebt oder nicht. Das hatte sich dann erledigt. Ja, nichts mehr. Die Glasflaschen sind nicht verbrochen, sondern die haben so den Hals nach unten hängen lassen. Ja, Wie viel Grad braucht man, um Glas zu schmelzen? Das sind auch 800 Grad oder so. ja, ja, ja. Sowas, Wow. ja. Na, da bleibt nichts übrig, ja. Ja, das Schindeldach, zweistöckig aus Holz. Der zweite Stock aus Holz, unten gemauert und der zweite Stock aus Holz. Da bleibt nichts da. Da bleibt nichts stehen. Nee. Natürlich nicht. Das ist alles nicht einfach. Klar nicht. Es ist eine Geschichte, die man sich gar nicht vorstellen kann, wie man als Kolonist, also ich sehe es ja auch bei den Mennoniten, wie viel man machen muss, um erstmal aus dem Nichts heraus überhaupt einen Ort zu schaffen, an dem man wohnen kann. Das ist ja der Punkt. Das ist es. Unsere Eltern hatten es bestimmt sehr schwer. Wir hatten es auch noch nicht leicht. Dafür haben es unsere Kinder umso leichter. Genau. Ja? Deswegen kann man heutzutage auch mal sich auf Hobbys konzentrieren. Ich denke, in deiner Jugend war das eher schwierig. Also. Gut, wir haben auch schon
Als Kinder haben wir auch schon Motorrad gehabt oder sowas, ja, dass wir uns bewegen konnten nachher, ja, wo wir 20 waren oder so, ja. Aber arbeiten und arbeiten. Arbeiten und arbeiten. Du warst beim Militär hier in Paraguay auch, ne? Du hast hier in Paraguay deinen Militärdienst gemacht, richtig? Ja, jeder, der hier geboren ist, musste Wehrdienst machen. Je nachdem, wo er es gemacht hat, zwischen 7 Monate und 2 Jahre. Okay, wie lange warst du dort? Ich war 8 Monate dort. 8 Monate, okay. Und dabei auch das Guarani gelernt, weil dann Da kam man habe ja ich nicht dann dran vorbei. Guarani gelernt. Ich hatte vorher kein Guarani gekonnt, weil wir halt hier mehr noch von den deutschen Arbeitern hatten. Ja. Wo uns hier, oder wir hatten einen Engländer hier, das war ein sturer Engländer, der hat nur Englisch gesprochen. Klar. Der hat 10 Jahre bei uns gearbeitet, von 50 bis 60. Und dadurch haben wir Englisch gelernt. Das war für uns gut, weil wir hatten früher auch viele Amerikaner und auch von den Mennoniten, die Englisch gesprochen haben. Die kamen ja aus Kanada, ja. Klar, klar. Die haben ihr Dialekt gesprochen oder Englisch, ja. Und das war für uns dann gut, dass wir Englisch konnten, ja. Jede Sprache ist ein Plus. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Es verbindet einen mit viel mehr Menschen. Ja, Ja, jede weitere ja, Sprache ja, macht ja. mehr Verbindungen möglich. Ich habe 10 Jahre Touristen gefahren, Klar. Südamerika. Nur, also sag mal, Ausländer. Alles, ob es Deutsche oder Österreicher, Holländer oder Schweizer, irgendwo da, alles, was so ein bisschen Deutsch oder Flämisch gesprochen hat, die habe ich hier in Südamerika kutschiert. Ja, ist klar. 10 Jahre lang. Klar, klar, klar. Und dann viele Sprachen sprechen, das ist Und dann fantastisch. dadurch sehr viel gelernt auch oder sehr viele Leute kennengelernt oder auch die Länder, ja. Und dadurch auch Portugiesisch halt, ja. Weil das ist ja mit dem Spanischen sehr verwandt. Absolut. Ja. Nur die Betonung ist so schrecklich anders. Gut, das muss man halt mitnehmen. Es geht nicht anders. Und wenn nicht, spricht man es halt ohne Akzent. Ja. Das geht ja auch noch. Ja. Aber es ist ja genau das, was wir auch empfinden. Nur das Reisen, also nur einfach irgendwo hinfahren in ein Hotel und dann wieder nach Hause zu fahren, da lernt man das Land nicht kennen. Wenn man mit den Leuten spricht und Land und Leute kennenlernen möchte, deren Sprache wenigstens ein bisschen spricht, dann ist das schon viel, viel besser auf jeden Fall. Ja. Ja. Und jetzt ist es halt so, wir haben hier 20 Zimmer im Hotel und auch ganz gut besucht immer. Ja, wir können uns nicht beklagen. Es ist halt natürlich mit der Zeit, wer macht es weiter, ist auch ein Problem, ja. Ob die, gut, ein Sohn von uns, der will es weitermachen, ja. Na gut, das ist ja schon mal, schon mal was. Ja. Der ist, was jetzt in Deutschland ist, ja. Der will es weitermachen. Aber es ist ja in vielen Familienbetrieben das Problem, dass viele dann was völlig anderes machen wollen und dann steht man da. Ja, das ist klar. Aber wenn du den Erben hast oder den Nachfolger hast, dann ist das ja fantastisch. Ihr bietet aber nicht nur Hotel an, sondern man kann auch zu euch essen kommen, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, wir haben von Montag bis Montag haben wir mittags immer Küche. Immer Und alles übrigens auf. sehr lecker. Wir haben ja schon Immer, gegessen. immer auf, ja. Mein Hobby ist halt Skat spielen. Das ist nebenbei noch, ja. Deswegen, er kann sich alles merken, da muss man wirklich aufpassen. Und Leute können auch am Wochenende herkommen, einfach nur im Swimmingpool baden oder was essen. Jeden Tag. Jeden Tag. Ja. Bis dass es kühler wird und dann lassen wir das Schwimmbecken, tun wir es nicht mehr so sauber halten wie den Sommer über, ja. Weil im ganzen Sommer über, da fangen wir an, kurz bevor das große Bierfest ist hier in der Kolonie. Das Shopfest, ne? Das Shopfest, ja. Da haben wir dann schon unser Schwimmbecken schon fertig gemacht. Es ist schon Ja, klar. top, das muss top sein. Da Das ist die, gibt's größte Veranstaltung hier in Independencia, ne? nichts. Wohl in Paraguay, glaube ich. Wohl in Paraguay. Wie viele Leute kommen da im Schnitt? Zwischen 15.000 bis 18.000 Menschen auf einer Nacht. Wow. Wie siehst du das mit der Zuwanderung heutzutage? Es kommen ja immer mehr Leute. Nehmt ihr diese Entwicklung eher als positiv wahr oder wie ist das Gefühl damit? Für die Kolonie ist das diese vielen neuen Deutschen hierher gekommen sind, ist gut. Einmal die ganzen Maurergesellen haben alle zu tun bekommen. Ja.
Jeder Supermarkt hat zu tun bekommen. Auch wir im Hotel hier haben viel mehr Bewegung. Es gibt etliche Wirtschaften, was neu sind oder klein sind noch oder wie auch immer, ja. Und die auch alle zu tun haben. Und besonders in der deutschen Schule, da war es ja schon so, dass wir nicht mehr wussten, was ein und aus ist. Aber nachdem dieser Einschwung kam von den neuen Deutschen, haben wir wieder beinahe 200 Schüler jedes Jahr. Wow. Und das tut sich dann halten, dass die Schule ungefähr mit den Gehältern und mit dem Schulgeld, dass das auskommt. Ja. Es gab mal eine Zeit, wo das nicht ging, ne? Du hast mir erzählt, wo das sehr, sehr schlecht war. Eine Zeit lang, ich war 30 Jahre sicherlich im Schulvorstand. Und wir haben gekämpft, dass wir das beibehalten haben, dass wir die deutsche Schule erhalten haben. Ja. Ja. Das war nicht einfach. Und seit wann kommen jetzt mehr Deutsche? Seit 2019 ist die große Welle, ne? Ja, wo das mit Covid angefangen hat, 1920, ja, da kamen sehr, sehr viele wieder. Ja, die Südamerikaner sagen schon, immer wenn es in Europa Probleme gibt, kommen die Deutschen wieder nach Südamerika. So ist es aber auch. Ja, ist das ja. Und Paraguay ist halt ein Land, wo man bis jetzt die Aufenthaltsgenehmigung sehr leicht bekommen hat. Was in den Nachbarländern hier nicht so ist. Ja. Da muss man schon viel mehr vorweisen und sowas. Ja. Ja, es ist sehr Einkommen und alles sowas ist dann nicht so einfach. Ja. Genau. Also Argentinien ist sehr, sehr bürokratisch, sehr schwierig. Und Brasilien genauso. Genauso, da sehe ich auch so. Und Paraguay ist halt eben auch ein Land, was mit dem Chaco-Krieg, glaube ich, schon immer nach Bevölkerung gesucht hat. Ja. Also es sind ja sehr viele Menschen, sehr viele Männer vor allem hier gestorben und es muss ja was passieren, die wären ja sonst zugrunde gegangen. Ja, und halt durch das kommen ja auch Devisen her, kommt ja auch ein Haufen Geld rein. Ja? Genau. Das heißt, dass das Geld ja auch von Europa hier rüberkommt und dann irgendwo arbeitet, ja. Richtig, richtig. Und es kommen natürlich auch Leute, wenn ich mir angucke, jetzt zum Beispiel im Chaco, die Mennoniten, die sind ja gekommen und sind heute der Wirtschaftsfaktor des Landes. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, es ist ohne den Mennoniten im Chaco wäre die Milchproduktion niemals gekommen. Richtig, alles Fleisch Neuland, was wir essen, ist alles Mennonitenfleisch. Das ist ja Mennofisch, ist auch ein riesiges Unternehmen. Wir hätten sonst heute im Supermarkt nicht Regale voller Lebensmittel. Ja, danke auf jeden Fall, Bernie, für dieses schöne Kein Problem, nicht. Es hat Spaß gemacht. Ja. Kommen wir gerne wieder, auch nochmal zum Essen. Und wer Lust hat von euch, Hotel Zielinski, eine Institution, auf jeden Fall in Independencia. Danke dir. Gern geschehen. Schön. So, und jetzt fahren wir zurück nach Independencia. Nach Hause, gucken, wie es Mali geht. Aber vorher machen wir noch einen Einkauf. Wir fahren noch zur Futeria, ne? Ja. Gut, wunderbar. Das machen wir jetzt zuerst und dann ab nach Hause. Ein bisschen Obst und Gemüse. Ja, was Gesundes. Vielleicht hast du dich ja schon gefragt, was ich hier im Ohr stecken habe. Und zwar ist das ein Gerät zur Simultanübersetzung. Ihr kennt vielleicht das Buch Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams und da nennen sie das Ding Babelfisch. Und zwar steckst du das in dein Ohr rein, der andere spricht eine andere Sprache und man kann sie direkt im Ohr verstehen und der andere, der einen selbst hört, in seiner Sprache versteht einen auch. Also eine Simultanübersetzung einfach nur fürs Ohr. Ich gehe jetzt rein in den Laden, wo es Früchte gibt und die sprechen absolut nur Spanisch. Ich werde partout nur Deutsch sprechen und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das hinkriegen, gemeinsam eine Bestellung aufzugeben und mal schauen, ob ich das kriege, was ich kriegen möchte. Mal schauen, ob du mich verstehst. Dann kann ich jetzt also Deutsch mit dir sprechen und ich brauche kein Spanisch mehr sprechen. Exacto. Sehr gut. Ich brauche bitte 2 Kilo Kartoffeln und du hast auch frische Milch für die Käsezubereitung für uns, glaube ich, oder? La leche no llegó, llega mañana. Ach, die Milch ist nicht gekommen. Die kommt morgen. Okay, verstanden. Dann kaufen wir ein paar Früchte. Brokkoli, Orangen und was habe ich gesagt, brauchen wir noch? Ein bisschen Salat. Ok, perfecto. Tengo todo. Perfekt. Super, hat alles geklappt. Fantastisch. Wie viel? 54.000. Muchas gracias. Danke. Das hat fantastisch geklappt. Sie hat wirklich alles verstanden. Und es übersetzt eben auch kompliziertere Sachen. Selbst wenn man mal in einer Autowerkstatt ist und irgendwie darüber redet, dass ein Motor oder die Kupplung kaputt ist. Genau die Dinge, die man ja oftmals in einer anderen Sprache nicht hinkriegt. Time Kettle hilft dir,
schwierige Situationen zu meistern und die Sprache eines Landes zu sprechen. Wenn du die Sprache eines Landes nicht sprichst, dann kannst du mit der 1:1-Funktion in mehreren Sprachen simultan übersetzen und dich eigentlich über jedes Thema unterhalten, auf was du Lust hast. Total sinnvoll sind die Kopfhörer, zum Beispiel, wenn man zu einer Autowerkstatt muss. Und die Autowerkstatt spricht kein Deutsch. Ich habe ja schon Glück, dass ich eine Werkstatt gefunden habe, in der eine Mechanikerin arbeitet, die deutsche Vorfahren hat, wie ihr unschwer erkennen könnt. No soy alemana ni antepasado, o sea, ni mecánica. Soy entusiasta de Volkswagen. Nur weil ich jetzt blonde Haare habe, hält man mich für jemand anderes. Hier in Independencia denken sie deshalb, ich hätte deutsche Vorfahren. Nun ja, mir fehlen nur noch die blauen Augen. Nein, sie spricht natürlich kein Deutsch, aber sie kennt sich gut mit Motoren aus und deshalb erkläre ich ihr jetzt das Problem. Mein Problem ist, dass die Dieselpumpe undicht ist und sie verliert Diesel. Ich glaube, dass eine der Dichtungen nicht funktioniert und deshalb haben wir ein großes Problem. Kannst du uns dabei helfen? Lo intentaré. Wir müssen das ausbauen, oder? Para revisar la junta o cambiarla. Okay, Walle. Okay. Also, du hast mich verstanden, das ist super und ich konnte mit dir Deutsch sprechen. Weil wenn man kein Spanisch spricht, dann sind diese Kopfhörer eine echte Hilfe. TimeKettle W4 verfügt außerdem über eine Hör- und Wiedergabefunktion, mit der du fremdsprachige Inhalte in deine Sprache übersetzen kannst. Das funktioniert zum Beispiel, wenn du eine Rede von einem Politiker im Ausland hören möchtest oder fremdsprachige Inhalte im Internet anhören möchtest. Du kannst die Übersetzung sogar am Handy laut abspielen und es können mehrere Personen gleichzeitig zuhören. Und da die Kopfhörer auch offline funktionieren, hast du jetzt keine Ausreden mehr, nicht zu verreisen, selbst wenn du die Sprache nicht sprichst. Unterhalb von unserem Video findest du den Link zu TimeKettle W4 und du erhältst sogar nochmal 5% Rabatt auf die Bestellung. So ihr Lieben, jetzt geht's zu einem ganz besonderen Ort. Wir sind auf dem Weg nach Villarrica. Villarrica. Doble L, Via. Ja, sollte man ja nicht vergessen. Normalerweise so. Aber wie ihr ja wisst und auch hört, ich bin ja Berliner. Und Berliner haben ja nur 2 Sachen, die sie wirklich lieben in Sachen Essen. Und das ist zum einen natürlich unsere Currywurst, aber es gibt noch das andere, den Döner, das beliebteste Fastfood in Berlin. So, und jetzt kommt's. Wir fahren nach Villarrica zu Alex und seiner Frau. Und dort werden wir den besten Döner südlich des Äquators vorstellen, essen, mit euch teilen. Ich habe so einen Hunger, ich habe so einen Bock auf dieses Ding, ja. Wenn der Berliner Döner riecht, wird er geil. So, auf geht's nach Villarrica zu Alex. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für einen Hunger habe und ich werde heute mal sündigen. Ich esse ja seit geraumer Zeit eigentlich keine Kohlenhydrate mehr, aber heute muss das sein, weil das ist so lecker, was die machen und das will ich euch unbedingt zeigen. Lohnenswert, absolut lohnenswert. Ja, und auf jeden Fall mal interessant zu wissen, wie kommt man darauf, als Deutscher Döner in Paraguay anzubieten? Das ist definitiv mal ein interessantes Thema. So, Jaha Fresh, angekommen. Ich habe so einen Hunger, ich freue mich so drauf, endlich mal wieder einen Döner zu essen. Döner ist bestellt, Alessandra kriegt einen Falafelteller und dann wird erstmal was Leckeres gefuttert. Es kam jetzt auch die Frage aller Fragen, welche Soße? Dein Falafelteller sieht auch gut aus. Fantastisch. Ja, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass wir hier sein können. Schön, dass ihr uns eingeladen habt und uns so ein bisschen hinter die Kulissen von Jaha Fresh führt. Ja, hallo. Super schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier seid und ja, einfach mal ein paar Impressionen mitnehmt. Ja, unbedingt. Und das sind übrigens Alex und Bianca. Und ihr macht das Geschäft gemeinsam?
Wir machen das gemeinsam und wir versuchen hier einfach etwas zu tun, was vielleicht nicht so ganz Paraguay-typisch ist. Absolut nicht. Und wie lange seid ihr schon in Paraguay? Wir sind jetzt ungefähr seit 4 Jahren in Paraguay. Fast 4 Jahre haben wir um. Schön. Ja. Und fühlt euch immer noch pudelwohl? Wir fühlen uns wohl in Paraguay, ja. Pudelwohl. Kann ich verstehen. Bei dir ist genauso, ja? Ja klar, es ist halt so, ich finde, die Welt verändert sich und man muss sich anpassen und von daher ist das etwas, wo ich mich hier wirklich sehr gut aufgehoben fühle. Also kann ich nur bestätigen, Paraguay ist ja so ein schöner Rückzugsort, wo man einfach zur Ruhe kommt und das Leben so ein bisschen langsamer ist. Aber jetzt Ganz super. die alles entscheidende Frage. Wie bitte kommt man darauf, als Deutscher nach Paraguay zu gehen und einen Dönerladen aufzumachen? War das geplant? Also nein, das war überhaupt nicht geplant. Es war so, dass wir eigentlich eher die Idee hatten, uns einen Rückzugsort zu schaffen und dann aber eben auch nichts zu tun. Ja? Und ich kenne Zuckerrohrsaft und daraus ist es entstanden. Ich kenne Zuckerrohrsaft aus Vietnam. Dort habe ich ihn kennen und lieben gelernt. Und ich hatte sogar mal die Idee, das auch in Deutschland zu machen. Nur da ist es ein bisschen schwierig, an frischen Saft zu kommen. Vor allem an Zuckerrohr generell. Wo kauft man bitte Zuckerrohr in Deutschland? Naja, also es gibt tatsächlich, es gibt in Europa, also kann man den kaufen, aber ansonsten ist es total schwierig, weil du müsstest ihn importieren und da sind Zölle drauf, weil der Zucker, nicht der Zuckerrohr, sondern der Zucker, der Rübenzucker geschützt wird. Ja. Und deshalb kriegst du den eigentlich nur sehr teuer ins Land. Also war absurd, ging nicht. Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, wäre auch schade gewesen, weil wenn du die Abnehmer nicht hast, dann wird dir der Zuckersaft ständig schlecht bei dem Preisaufkommen. Ist genau so, ja, und deshalb hätte das nicht funktioniert. War auch nur ein Spleen mal, ja, Ja, war klar. einfach nur ein Spleen nebenbei. Und wie kam es denn zu dem Dönerladen? Also das ist ja Naja, also genau daraus dann letzten Endes, weil ich habe hier gesehen, oh, hier gibt's Zuckerrohr. Ja, wie geil ist das denn? Ja, hier gibt's Zuckerrohr. ja, klar. So, und dann hatten wir nach einem Laden gesucht, nach einer Location gesucht. Die haben wir dann hiermit erstmal gefunden. Darum der Bus. Ja. Daraus sollte das dann eigentlich mal verkauft werden. Dann war aber ein Laden, dann hatten wir Equipment und naja, so ist es dann entstanden. Und haben jetzt wir heißt du Ali hier im Dorf, ja? Ja, genau. Genau das. Das Lachen, das war sogar mal ein Spitzname in den ersten 1, 2, 3 Klassen. Ja, nicht schlecht. Super. Dann passt es doch. Dann hast du sozusagen deine Bestimmung schon von längst vorher gehabt. Ja, du ich wirst glaub- mal Dönerhändler. Ja, genau. Nein, also das hat dann schon gepasst und ich meine, wie man sehen kann, ich bin ein Schleckermäulchen. Ne? Wir legen wirklich Wert auf Qualität, wir legen Wert darauf, gute, frische Sachen zu machen. Sie hat ein goldenes Händchen dafür, Räume so zu kreieren, dass man sich wohlfühlt. Und das ist auch wirklich eine richtig positive Rückmeldung, die wir sehr oft bekommen, dass man sich im Laden, also hier im bestehenden oder jetzt im neuen oder hier auf der Terrasse, dass wir hier Räume geschaffen haben, wo die Leute sich wohlfühlen. Und das ist wirklich wichtig für uns. Boah, erst mal reingegangen. Das ist so heiß draußen, da macht die Kamera nicht mit und wir auch nicht. Genau. So, und jetzt sind wir hier in eurem Bereich, wo es die Desserts gibt, ne? Das ist der Bereich, wo es die Desserts gibt. Das ist der Bereich, den wir jetzt frisch gemacht haben. Es gibt Bubble-Waffeln, es gibt normale Waffeln. So lecker. Es gibt Eis. Wir machen die Eiswaffeln selber. Es gibt verschiedene Kaffeesorten. Guter italienischer Kaffee, wirklich richtig guter italienischer Kaffee. Es gibt gleich noch einen Kaffee, also für Ja, uns. genau, italienischer Kaffee. Ja. Wir machen frisch gepresste Säfte, richtig frische, super gute Säfte. Alles von euch, ja? Alles von euch. Es gibt glutenfreien Kuchen. Ja. Es gibt für alle alles. Und den Zuckerrohrsaft, den macht ihr auch komplett alleine, Den ne? machen wir auch. Also von der Ernte auf dem Feld, über die Sortierung, über das Reinigen, über das Pressen, alles selber. Das Abfüllen, alles Schritt für selber. Schritt. Also das ist das Einzige, was ich noch nicht probiert habe. Den würde ich echt gerne mal probieren, ja. Da kommt er. Da kommt er. Oh, Adelante. schön. Wow, das sieht super aus. Und das Ich spring schmeckt jetzt- auch so. Ja, ich springe jetzt über meinen Schatten, obwohl ich ja keine Kohlenhydrate derzeit esse. Das muss jetzt sein. Ja, ich weiß. Aber das Darf muss ich? Ja, natürlich darfst du. Also es sieht wirklich super aus. Genau, und das ist also auch diese helle Farbe, wie ich sie aus Vietnam oder aus Asien kenne. Und das liegt A an der strikten Kühlung vor und während dem für die Kameramann während des Pressprozesses und
auch die Lagerung, damit keine Oxidation stattfindet. Salut! Wow. Zuckerrohrsaft, wer es noch nicht kennt, also unbedingt probieren. Das ist super, super, super lecker. Und allemal deutlich viel gesünder als viele Süßgetränke, Ja. die man hier im Allgemeinen so kaufen kann. Ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Ah. Das ist wirklich fantastisch. Ihr macht, also Brot macht ihr selber, hast du mir erzählt. Für die Döner. Die Eiswaffeln macht ihr selber. Die Eiswaffeln machen wir selber, die Waffeln machen wir selber. Unser Rezept ist ein Rezept fast 100 Jahre alt. Wow. Wie die normalen Waffeln. Also wirklich, sieht alles ganz toll aus, super lecker. Es schmeckt lecker. Alles, was ich hier bisher probiert habe, hat mir aus den Socken gehauen. Hammer. Perfekt, so soll es sein. Ja. Und was habt ihr in dem Bus geplant? Ich meine, da steht ein wunderschöner T2-Kombi vor der Tür. Was ist das? Das ist auch so ein tolles Projekt von Alex. Der will ja nämlich Pizza machen. Der macht Pizza? Pizza, ja. Ah, alles klar, alles klar, alles klar. Du bist also sozusagen nicht nur der Ali, sondern auch noch der Luigi. Wie gesagt, ich bin Schleckermäulchen. Ne? Genau. Mamma mia. Mamma mia, genau. Und das wird eine napolitanische, vielleicht auch ab und zu in Richtung Roma, aber eigentlich napolitanische Pizza geben. Auch mit sehr hochwertigen Ingredienzien. Und ab Freitag geht's los. Dann könnt ihr Pizza probieren. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Das hat sich gelohnt. Danke für die Einladung. Na, wir Danke danken fürs euch. Ja. Super, super schön. Hat voll viel Spaß Spaß gemacht. Danke. Hat echt viel Spaß gemacht. Danke euch. Ciao. Danke. Ciao, ihr beiden. Ja, das bei Jaha Fresh war auf jeden Fall mein kulinarisches Highlight. Meine Dönergier ist befriedigt. War nötig. Also, alle Adressen, die wir besucht haben in diesem Video, sind natürlich unterhalb vom Video verlinkt. Wenn ihr selber Bock habt, da mal hinzugehen oder wie auch immer. Die Fruteria Bianca ist auch immer sehr, sehr freundlich. Ganz tolle Leute. Gilt natürlich nur für die Leute, die in Paraguay sind. Für alle in Deutschland. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Und wenn dich das Thema Einwandern in Paraguay interessiert, dann schau dir doch als nächstes mal dieses Video hier an. Da geht es um die Einwanderungshilfe, wie man am besten in das Land reinkommt. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao.